Wir reden über Kunst in Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salor-Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Entdeckt zeitgenössische Kunst, neue KünstlerInnen und unbekannte Kunsträume in Salor-Lux. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art Talk. Heute sind wir in der Stadtgalerie und zwar in der Ausstellung der Saar-Art. Und Rahel Pauli wird uns durch die Ausstellung führen. Im Hintergrund hört ihr schon eine Toninstallation. Und ja, wir werden gleich mehr erfahren über die 6 KünstlerInnen, die aus Frankreich, Deutschland und Luxemburg kommen. Viel Spaß! Wir beginnen direkt mit der ersten Künstlerposition, was eine Rauminstallation ist. Und zwar ist das hier die Arbeit von Christiane Wien. Und Christiane Wien beschäftigt sich in ihren Arbeiten viel mit Installationen, architektonischen Installationen, die auch auf den Räumen selbst basieren. Oder sie arbeitet gerne mit dem, was vorhanden ist, um darauf dann eine Installation aufzubauen. Und hier geht es um das Thema Raumwahrnehmung und wie man sich im Raum bewegt. Unter anderem nutzt sie halt diese Betonfiguren, die in so Kurven aufgestellt sind, und das soll Parabolspiegel darstellen. Und Parabolspiegel sind praktisch dafür da, die werden viel auch in der Wissenschaft benutzt, auch wenn es bei der NASA zum Beispiel, und diese Form wird auch in Satellitenformen benutzt, um halt die Geräusche des Universums aufzufangen zum Beispiel. Und Parabolspiegel funktionieren so, dass wenn sie sich gegenüberstehen, genau gegenüber, und dann sich dann 2 Personen jeweils vor einen Parabolspiegel stellen und eine Person spricht in einen Parabolspiegel etwas rein, dann versteht die andere Person das genauso, als ob die Person neben ihr stehen würde, auch wenn die Personen 10 Meter voneinander weg sind. Und was hier noch in der Rauminstallation teilnimmt, sind diese Ultraschall-Raum-Sensibilisoren, und die verbreiten praktisch dieses Rauschgeräusch, was wir hier hören. Und das ist auch der Titel dieser Arbeit, ist auch Reflectors, und das heißt es halt widerspiegeln, genau. Und man soll auch einfach beobachten, wie man sich in diesem Raum bewegt, hier, wo diese Installation aufgebaut ist, weil der Körper schon intuitiv auf diese Installation reagiert und nicht einfach dran vorbeiläuft, sondern man passt die Art und Weise, wie man daran vorbeiläuft, auch sehr an die Installation an. Genau. So, dann kommen wir zu der nächsten Arbeit oder den nächsten 2 Arbeiten, die von Vera Loos sind. Vera Loos beschäftigt sich sehr mit dem Thema der Einsamkeit, und das wird auch in ihren Arbeiten widergespiegelt. Hier bei den Arbeiten ist es eigentlich wichtig, dass man erst auf das Bild guckt und dann auf den Titel, weil die Titel einfach schon auch eine Geschichte vorwegnehmen. Und Vera Loos arbeitet sehr viel in ihrer Malerei mit einzelnen Personen, die in so einem nebligen Feld dargestellt werden und deren Gesicht man auch meistens nicht sieht. Und trotzdem haben diese Figuren einfach wahnsinnig starke Körpersprache, und danach kann man dann halt auf die Titel gucken und gucken, was das Bild mit einem erst gemacht hat, und dann kann man auf die Titel gucken und danach nochmal beobachten, was der Titel dann nochmal mit der eigenen Wahrnehmung des Bildes macht. Also der Titel heißt jetzt I Prefer Not To. Woher kommt der? Das ist ein Zitat aus der Geschichte Bartleby der Schreiber von Herman Melville. Und das lehnt auch so ein bisschen daran, dass Vera Loos auch Literaturwissenschaften studiert hat und sich viel auch mit Geschichten und Literatur auseinandersetzt und meistens ihre Arbeiten auch so anfängt, dass sie etwas gelesen hat oder ein Zitat aus einem Buch nimmt und darauf ein Gemälde basiert. Genau. Und das andere, die Minderwertigkeit seiner Erlebnisse hatte Percel gehörig geschwächt. Woher kommt das? Das ist auch ein Zitat aus einer Geschichte. Das ist aus der Geschichte Der Besuch eines Freundes von Hanoch Levin. Genau. Und davon, Hanoch Levin inspiriert Vera Loos auch sehr viel bei ihren Arbeiten. Also das ist ein Schriftsteller, der sie sehr viel inspiriert. Also was mir immer auffällt, ist, dass sie eben oft solche Menschen in Anzügen darstellt, also so Businessleute. Hat das was jetzt mit der Geschichte zu tun? Das weiß ich persönlich gar nicht, aber ich glaube, es geht ihr vor allem auch viel darum, wie wir uns in der Gesellschaft verorten. Und dass wir praktisch gerade auch jetzt mit Corona und mit der Arbeitsethik, wie sie gerade stattfindet,
dass oft Menschen, oder was sie gerne darstellen möchte, ist, dass Menschen sich oft mit ihren Problemen auch alleine fühlen und dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich alleine in dieser Welt mit ihren Problemen verorten und diese Einsamkeit soll auch so ein bisschen dargestellt werden. Und wahrscheinlich, also meine Theorie ist so ein bisschen, dass das halt dieser typische Arbeitsmann ist, der halt zur Arbeit geht, aber eigentlich wahnsinnig einsam ist. Ja. Können wir das Rauschen vielleicht ganz kurz abstellen, während wir aufnehmen? Von den Lautsprechern? Ausmachen, ja. Ja. Super, genau, dann sitzen wir hier. Ich glaube, weil in 10 Stunden. Ja. Das glaube ich. So, genau. Also hier in dem letzten Raum sind wir bei der Arbeit von Susan Nösen. Sie ist eine luxemburgische Künstlerin und arbeitet aber viel mit Videoinstallationen. Und hier in dieser Videoinstallation geht es auch wieder so ein bisschen um die Verortung in der Gesellschaft, welche Rolle wir in welchem Kontext einnehmen. Und auf dieser Installation kann man 4 Bildschirme sehen und auf jedem Bildschirm befindet sich eine Person, die genau in dieser Position eine gewisse Rolle einnimmt. Und die Konversation handelt so ein bisschen davon, dass es 4 Bekannte sind, die in ein Haus zurückkehren und merken, wie schön es da ist. Aber es ist ein verlassenes Haus mitten in der Landschaft. Und es geht sie reden über einen Apfelbaum und der soll auch so ein bisschen symbolisieren, was die Arbeitsethik in der Welt ist. Und der Text aus dem Video, also was die einzelnen Personen sprechen, kann man dann auf dieser Grafik, auf der designten Grafik sehen. Die Grafik wurde von einem Kollegen von Susan Nösen entwickelt. Und die Grafik wird dargestellt, oder der Text wird dargestellt in so einer Art Spirale, die ein bisschen an so eine Baumscheibe erinnern soll, was auch wieder die Zeitwertigkeit darstellen soll. Und unten sind dann nochmal die einzelnen Rollen der 4 Positionen abgebildet. Und da ist der Text dann auch nochmal klein, was so ein bisschen an Fingerabdrücke erinnert. Genau. Die Arbeit heißt Obsolete Terrain, was halt so viel bedeutet wie veraltetes Gelände. Das Interessante an der Videoarbeit ist auch, dass es ein Loop ist. Und sobald der Loop aufgehört hat, befinden sich die einzelnen Personen auf einmal in einer anderen Position, wo sie dann aber auch wieder die Rolle dieser Position einnehmen. Und das soll auch so ein bisschen widerspiegeln, dass wir nicht die gleichen Leute sind, je nachdem, wo wir sind, ob wir auf der Arbeit sind oder zu Hause. Genau. Ja. So, jetzt gehen wir eine Treppe höher, glaube ich, zu François Schwamborn. Genau, richtig. Und zu seiner Arbeit Cyclone, was 3 Videoarbeiten in einem Raum sind. Genau. François Schwamborn ist ein Licht- und Programmierkünstler hier aus Saarbrücken und arbeitet normalerweise eigentlich sehr viel mit Lichtkunst, die er selbst programmiert und dann auf Gebäude drauf wirft, also viel mit Architektur. Und hier ist das praktisch eine Videoinstallation, die einfach auf Leinwände bzw. auf eine Wand in den Raum geworfen oder projiziert wird. Und hier geht es um das Element Wasser und welche Macht das Wasser hat, beziehungsweise auch geht es hier eigentlich auch darum, dass man in diesem Raum zur Ruhe kommt und sich diese Videoarbeiten wirklich auf sich zukommen lässt, sozusagen. Man hört ja auch Geräusche, die erinnern ein bisschen auch an Wasser oder Tropfen oder so? Ja, gern. Also ich habe das auch so ein bisschen interpretiert als so Unterwassergeräusche und so dieses Gefühl, was man vielleicht auch hat, wenn man in der Badewanne unter Wasser taucht. Ja. Und hier sehen wir halt verschiedene Videos. Eins, wo wir gerade drauf gucken, ist ein Video, wo man Wellenbewegungen sehen kann. Und die Art und Weise, also man sieht ja, dass das hier so verzerrt wird und dass es fast einen gemalten Effekt gibt. Und das hat François Schwamborn so erschaffen, weil wenn es ein Video gibt, dann gibt es ja immer Frames per Second. Und normalerweise werden die so klar abgeschnitten, dass es keinen verzerrten Effekt gibt, weil das ist eigentlich wichtig beim Filmgucken, dass man nicht irritiert wird durch das Bild. Und François Schwamborn hat das aber genau so gemacht, dass er jeden Frame in die Länge gezogen hat, sodass die sich überschneiden. Und dadurch kommt dieser technisch gemalte Effekt zustande. Das hat er bei allen 3 Arbeiten gemacht oder ist es jetzt bei dieser Wellenarbeit
anders als bei den anderen Arbeiten? Genau, das ist bei allen 3 Arbeiten genau der gleiche Effekt. Das sind einfach dann nur verschiedene Videobasen, genau. Und also gegenüber sieht man vielleicht einen See oder so? Oder? Also ich habe es auch so als einen See interpretiert und da man auch ganz schön die Bäume sich spiegeln sehen kann oder vielleicht auch ein Seerosenblatt oder ein Blatt generell. Ja, und hier stehen auch 4 Hocker, wo man sich auch gerne draufsetzen darf. Und das ist halt so ein bisschen die Idee der Arbeit auch, dass man hier, gerade hier in der Stadtgalerie oder in Museen generell, dass man sich die Zeit nehmen darf, auch langsam zu sein und sich Arbeiten anzugucken. Und dass Langsamkeit aber außerhalb der Kultur oder generell Langsamkeit etwas ist, was sehr negativ konnotiert ist. Ja. Und wenn wir jetzt noch zu der 3. Videoinstallation gehen, die ist jetzt farblich auch nochmal anders. Ah ja, das sieht ja fast auch aus wie so Bäume, die sich irgendwie im Wasser spiegeln. Genau, ja. Und da kann man auch wirklich Zeit verlieren und da sitzen, weil es auch teilweise Momente gibt, die wirklich an Vincent van Gogh auch Gemälde erinnern oder auch Monet. Das ist auch schon ein Begriff, der hier öfters gefallen ist. Ja. Ja. Es wirkt auf jeden Fall mal sehr beruhigend. Ja. Also ich versuche jetzt mal noch ein bisschen diese Töne aufzunehmen. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ich finde das unheimlich beruhigend, meditativ, erholsam eigentlich hier reinzugehen und trotzdem ästhetisch wirklich sehr ansprechend. Ja, und man merkt auch einfach so diese detaillierte Auseinandersetzung mit auch Technik und Videoarbeiten. Das merkt man François' Arbeiten einfach sehr an. Ja, jetzt sind wir im nächsten Raum. Das ist die Arbeit Transporter von Arthur Debert. Und hier in dieser Arbeit ist es erlaubt, die Gegenstände anzufassen. Es ist sogar eigentlich fast ein Muss, um diese Arbeit zu verstehen, weil es auch darum geht, dass man die Arbeit auch mitgestaltet. 2020 wollte Arthur Debert eine Reise um die Kanalinsel machen, also über Frankreich, zwischen Großbritannien und Frankreich. Und mit einem Boot und dann aber nach ein paar Stunden diese Reise abbrechen musste, weil eine Sturmmeldung reinkam. Und dann gab es praktisch nur einen kleinen Steg, der das Ufer und das Boot verbunden hat. Und der hatte aber sämtliche Gegenstände auf dem Boot. Und dann haben sie eine Menschenkette gebildet, um jedes einzelne Objekt halt von dem Boot runterzutragen. Und das hat Arthur Debert beobachtet und hat gemerkt, wie interessant dieser Prozess einer Menschenkette ist. Und das ist praktisch wirklich die erste Person, die ein Objekt weitergibt, auch eine Art Performance inszeniert, weil sie halt genau angibt, wie man das Objekt anzufassen hat, bis dann irgendwann eine Person sagt, okay, ich möchte das Objekt aber anders anfassen jetzt. Und genau das soll man eigentlich auch hier rekreieren, dass man sich zwischen diese weißen Sockel hier stellt und dann, wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe von mehreren Leuten da ist, dass man auch eine kleine Kette bildet und dass man dann Objekt für Objekt an den nächsten Sockel weitergibt. Und dann halt auf dem nächsten Sockel, die Person, die vor dem nächsten Sockel steht, gibt dann total an, wie die Sachen angeordnet werden. Und das ist so dieser performative, interessante Aspekt dieser Arbeit. Wir fangen in einer Hülle aus Kautschuk. Das wäre jetzt zum Beispiel, genau da drüben steht so eine Kamera, die in so Kautschuk eingefangen ist. Und dann könnte man die praktisch in der Menschenkette hier rübertragen. So. Das heißt also, diese Ausstellung verändert sich immer? Genau, also jedes Mal, wenn ich in diese Ausstellung komme, um eine Führung oder eine Tour zu machen, dann liegt hier ganz andere Objekte und an ganz anderen Orten. Aus was sind diese Gegenstände hier? Weil die sieht aus wie Ton. Das sind ganz unterschiedliche Materialien. Also wie gesagt, die eine Kamera, die wir bereits bewegt haben, das ist Kautschuk. Dann liegt hier zum Beispiel so ein
Game Controller, der aus Silikon ist. Dann ist hier eine Figur, die aus Ton ist, aber fast schon auch so leicht, oder es sieht aus, als wäre aus Ton, aber eigentlich ist es eigentlich eher Pappmaché. Also es sind ganz unterschiedliche Materialien und es sind auch jetzt keine typischen Materialien, die, also natürlich jetzt der Game Controller, aber es sind keine typischen Materialien, die man so zu Hause auch hat. Und hat er diese Materialien auch hergestellt? Genau. Ja. Also diese Objekte sind fast alle Nachbildungen von Originalen und dadurch wird die Geschichte des Originals und gleichzeitig die Geschichte der Nachbildungen erzählt. Genau, ja. Dann geht es in den letzten Raum auf dieser Etage und da geht es um die Arbeit von Margot Moritz, eine sehr junge Künstlerin, die auch sich viel mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt. Und hier in dieser Arbeit geht es ähnlich wie bei Vera Loos auch um Einsamkeit. Also man kommt in den Raum rein und hier steht ein Sockel mit einem kleinen grünen 3D-gedruckten Haus. Und also das ist wirklich das einzige Objekt in diesem Raum. Und es geht so ein bisschen darum, dass dieses Haus die Größe von einem Talisman hat und dass man dieses Haus eigentlich theoretisch auch in die Hosentasche stecken kann, wenn man möchte. Und das Haus hat eine Form eines französischen Satteldachhauses, was in Frankreich eine Bedeutung von einem Glücksbringer hat sozusagen oder ein Versprechen von Glück. Und die Farbe Grün ist auch gewählt, weil das eine Farbe ist, die halt Hoffnung darstellt und auch Wohlhaben. Und es geht so ein bisschen um die Auseinandersetzung, wahrscheinlich auch, also die Arbeit ist auch während Corona entstanden. Und es geht wahrscheinlich auch viel, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil wir nicht so viel Informationen von der Künstlerin haben, aber das, was ich da so rein interpretiert habe, ist einfach, dass es einfach viel darum geht, so wer hat das Recht auf Haus und Dach und wer hat das Recht auf Sicherheit. Und die Idee dahinter von der Künstlerin, die speziell genannt wurde, ist aber, dass die Idee ist so, dass man diese Sicherheit eigentlich jederzeit in der Hosentasche hat und auch jederzeit rausholen kann, wann immer man es braucht. Ja. Der Titel der Arbeit ist auch Hestia und Hestia ist die griechische Göttin des Herdfeuers, was auch nochmal in dieses Hausmotto mit dem Hausmotto zusammenhängt. Ja. Es ist wieder auch so dieser schöne Kontrast von, dass es eigentlich was Dekoratives hat, wo man eigentlich nicht zweimal drüber nachdenkt, aber dass von der Künstlerin einfach eine ganz andere Intention in dieses Haus reingesteckt wird. Und dann bekommt dieses kleine Haus auf einmal eine sehr große Bedeutung doch, ja. Ja. Wie lange ist die Ausstellung hier zu sehen? Genau, die Ausstellung ist noch bis 17. September zu sehen. Und wie gesagt, die Stadtgalerie Saarbrücken ist nicht der einzige Punkt, sondern es gibt auch zum Beispiel in Saarlouis eine Ausstellung oder in der Modernen Galerie und in Völklingen und ja, genau, viele verschiedene Orte. Und ich glaube, was noch besonders ist, dass hier die Führungen auch in Englisch und in Französisch stattfinden. Genau, also jeden Mittwoch 18 Uhr in der Stadtgalerie werden hier Führungen angeboten. Teilweise auf Französisch, teilweise auf Englisch. Das heißt, für jeden ist was dabei. Ja. Super, ich danke dir sehr. Gerne. Das war unser Art Talk Special über die Saarart, diesmal aus der Stadtgalerie in Saarbrücken. Eine tolle Ausstellung, die ihr nicht verpassen dürft. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne, erzähl deinen FreundInnen davon und hör wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst. Art Talk, der Kunstpodcast aus Salolux.